In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich euch, wie ihr eine Qualle sprüht. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Und schon sind wir mittendrin. Zunächst habe ich den Hintergrund mit meiner Torrigon mit 0,3er Düse gesprüht. Dafür habe ich ein Gemisch aus Schwarz und Ultramarin verwendet. Zuerst habe ich den unteren Teil von rechts nach links oben gesprüht quasi. Dafür habe ich erstmal das Schwarz mit einem Tropfen Ultramarin gemischt und dazu mehrere Tropfen Wasser verwendet. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich das Schwarz nicht zu sehr verdünnt habe, weil ich wollte den Hintergrund ja möglichst deckend haben. Und der obere linke Teil von dem Hintergrund, den habe ich mit fast Ultramarin gemischt. Nur ein wenig Schwarz dazu gemixt. Lass es 5 Tropfen Ultramarin gewesen sein oder sogar 6 Tropfen Ultramarin, ein paar Tropfen Wasser und ein Tropfen Schwarz. Dann habe ich zu meiner anderen Airbrush-Pistole gewechselt, der Casma Micron mit 0,23er Düse, um die Quallen zu sprühen. Jetzt bin ich schon bei einem Lila von Schminke, was ich jetzt hier verwendet habe für die Qualle. Und vorher habe ich ein Indisch-Gelb verwendet in Verbindung mit ein bisschen Magenta. Bei der Qualle ist das ganz wichtig, dass man da auch mit der Linienführung wieder mitgeht, also sprich von links unten beispielsweise nach rechts oben, also die hat ja so einen leichten Bogen und darunter gehe ich dicht an den Maluntergrund dran mit der Airbrush-Pistole und sprühe so Kringel und Punkte. Das mache ich jetzt hier mit einem Magenta gemischt mit, also 2 Magenta habe ich da verwendet, mit einem Tropfen Lila von Schminke. Unter dem Deckel von der Qualle ist es ziemlich dunkel. Da werde ich jetzt auch intensiver noch die Farbe sprühen. Das werdet ihr gleich noch später im Video sehen. Also unbedingt dranbleiben, damit ihr nichts verpasst und vor allem auch nicht das Ergebnis verpasst. Am Schluss gibt es dann auch noch einen Trick, wie ich die Tentakel hinzauber quasi und wie ich dann leichte Schattierung bzw. auch nochmal leichte Reflexionen einarbeite. Jetzt abgesehen natürlich vom Radieren in der Qualle. In der Qualle werde ich jetzt auch Schicht für Schicht das Ganze aufbauen. Also das ist jetzt auch hier ein Wechselspiel mit Radieren und wieder übersprühen das Ganze und dann wieder radieren. Diesmal habe ich auch vom Maluntergrund einen DIN A4 Airbrush-Karton wieder verwendet, auf dem man auch hervorragend abkleben kann und radieren kann. Das Video seht ihr wieder in 10-facher Geschwindigkeit. Ich habe so ungefähr 4 Stunden für das Werk hier gebraucht, abzüglich Pausen. Auch beim Radieren nutze ich jetzt kringelnde Bewegungen, um die Struktur unten in der Qualle einzuarbeiten. Ich verwende hier wieder einen Faber-Castell Radierstift mit weicher Seite, also der rosafarbenen Seite, um möglichst den Karton auch zu schonen. Nachdem ich jetzt Schritt für Schritt hier die Struktur einarbeite in der Qualle, werde ich das gleich wieder übersprühen. Vor allen Dingen die Qualle lebt hier auch von sehr farbenfrohen Farben sozusagen. Also das heißt, die werden noch viel intensiver und knackiger. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass ich mit vielen Schichten arbeite, mit vielen Farbaufträgen arbeite. Und bei den einzelnen Schichten arbeite ich auch immer mit der Formstruktur der Qualle. Das heißt, nicht gegen den Strich arbeiten, damit das auch das Ergebnis sehr naturalistisch wirkt später. Ich variiere hier auch den Abstand, wie ihr seht. Einmal gehe ich dichter dran zur Qualle bzw. zum Maluntergrund, um vereinzelte Linien zu sprühen, und einmal gehe ich auch ein bisschen weiter weg, um dann
möglichst einen Verlauf zu sprühen oder das Ganze einfach mal zu übernebeln, damit ich auch wieder bessere Effekte ausradieren kann. Nach der Radierarbeit versuche ich auch möglichst immer den Untergrund sauber zu halten, also den ganzen Radiermist entferne ich hier mit meinem Zeichenbesen. Es geht auch mit einem großen Pinsel, wenn ihr habt. Ja, ich empfehle es einfach nur, wenn ihr nämlich dann mit der Airbrush-Pistole drüber geht und der Radiermist wird nass, ja, dann kann das auch sein, dass ihr den nicht mehr entfernen könnt vom Maluntergrund, weil der dann auf dem Maluntergrund eben festklebt. Ich hoffe, ihr habt euch auch gute Vorsätze für das neue Jahr eben mitgenommen bzw. vorgenommen und diese auch schon umgesetzt, vor allem in Bezug auf die Airbrush-Technik. Ich weiß, am Anfang ist das ja nicht immer so einfach, deshalb bleibt unbedingt dran und übt fleißig. Und falls ihr Fragen habt, natürlich auch Fragen stellen, ne? Ich habe auch den einen oder anderen, der mir per WhatsApp schreibt. Ihr habt auch immer die Möglichkeit, dann mir auch eine E-Mail zu schicken. Also von daher nicht scheuen. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt, damit ihr auch weiterkommt in der Technik. Ja, die Qualle nimmt jetzt ein bisschen Gestalt an hier. Wir sind noch lange nicht am Ende tatsächlich, weil die einfach noch viel zu blass ist. Es sind ziemlich knallige Farben und da gehe ich jetzt überall noch mal drüber, wie ihr seht. Eine Herausforderung hier gab es auf jeden Fall mit der Qualle, vor allem mit der Farbgebung, weil die hat auch ein bisschen Blau im unteren Bereich und wenn ihr natürlich Blau und Gelb miteinander mixt, dann ergibt es Grün und Grün ist natürlich überhaupt gar nicht in der Qualle mit drin. Deshalb habe ich darauf natürlich möglichst geachtet, dass der blaue Bereich getrennt wird von dem gelben Bereich. Da bin ich besonders dicht an Maluntergrund rangegangen. Ich habe das allerdings hier alles freihand gemacht, also ich habe hier nichts abgeklebt. Das heißt, ich musste auch sehr dicht an den Maluntergrund rangehen, weil wenn ich das nicht getan hätte, dann gäbe es auch viel mehr Sprühnebel. Und jetzt geht das hier mit dem blauen Bereich eben los, ihr seht das.
Für den blauen Bereich habe ich übrigens das Cyan von Schminke verwendet. So, jetzt werde ich hier nochmal die helleren Stellen wieder ausradieren. Das mache ich auch möglichst, wenn die Farbe noch frisch ist, dann ist das einfacher zum Radieren und dann geht die Farbe eher weg und es klappt dann besser. Alle Materialien verlinke ich euch wieder in der Infobeschreibung. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links, also wenn ihr darüber bestellt, dann freue ich mich darüber sehr, dann kriege ich eine kleine Provision. Ihr habt dadurch keinerlei finanziellen Nachteil. Und für all diejenigen, die diesen Channel, den Kanal hier schon supporten, vielen Dank dafür. Jetzt gehe ich noch mal mit einem verdünnten Magenta von Schminke drüber. Da habe ich jetzt auch nur einen Tropfen auf 3 bzw. 6 Tropfen Wasser verwendet. Und anschließend noch mal mit dem Indisch Gelb gehe ich auch noch mal hier drüber, damit die Farben einfach knackiger rauskommen hier. Und jetzt kommen wir hier zu den Tentakeln und dafür habe ich einen Posca-Marker verwendet mit einer sehr dünnen Spitze, also die gibt es in unterschiedlichen Größen, da das auch sehr knallig ist. Ihr könntet das natürlich auch alles sprühen. Hier ist das relativ klein, also ich habe ja auf DIN A4 gearbeitet und das habe ich mir jetzt nicht angetan, sondern ich habe tatsächlich jetzt den Marker zur Hilfe genommen. Da das jetzt hier noch ein bisschen aussieht wie aufgesetzt, werde ich das jetzt auch gleich noch mal mit Reflexionen ein bisschen bearbeiten, weil die unterschiedlichen Helligkeiten hier auch rausgearbeitet werden sollen. Und vor allen Dingen, ich werde noch Bereiche abdunkeln, damit das einfach naturalistischer aussieht. Da ich die Quali jetzt aber nicht nochmal erneut abkleben möchte, mache ich das einmal mit einem Pastellstift, einem schwarzen Pastellstift. Erstmal die Helligkeiten natürlich, die arbeite ich jetzt nochmal mit einem weißen Pastellstift aus. Und den schwarzen Pastellstift nehme ich dann für die Abdunklung der Tentakeln und unter der Qualle, also unter der Quallenkappe sozusagen, werde ich den Bereich auch noch mal abdunkeln. Ihr wollt unbedingt weiter mit der Airbrush-Technik machen, dann bleibt dran und schaut euch die Playlist an. Viel Spaß dabei, bis gleich.